Heute geht Patricia auf eine Frage von Andreas ein. Sorry erstmal dafür, dass es so lange gedauert hat. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir schauen uns heute mal an, wie wir bei einer Positionseröffnung einen Trail anhängen können. Es gab dazu schon mal ein kurzes Video, das ich euch gerne hier verlinke. Wir gehen da heute aber noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Bevor wir aber einsteigen, noch der Hinweis, dass dieses Video von Lynx präsentiert wird und wir sehen uns gleich wieder. Dann wollen wir mal. Wir holen uns jetzt erstmal eine Aktie ins Depot. Ich zeige das heute mal am Beispiel Porsche. Ich habe mir jetzt eine deutsche Aktie ausgesucht, einfach aus dem Grund, weil die US-Börse noch nicht auf hat zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme. Ich würde euch empfehlen, immer mit der ISIN tatsächlich zu suchen, weil das die eindeutige Identifikation eines Wertpapiers ist. Wenn ihr zum Beispiel hier das Tickersymbol eingebt, SAP meinetwegen, dann kann das auch sein, dass ihr einen Joghurthersteller in Kanada erwischt oder so. Und über die ISIN ist es immer eindeutig und da können dann keine Fehler passieren. So. Es öffnet sich das Kontraktauswahlfenster. Die erste Herausforderung ist, den richtigen Börsenplatz zu wählen. Die meisten wählen die Heimatbörse, weil da die meiste Liquidität ist und der geringste Spread. Bei Porsche ist das die Xetra. Xetra wird hier nicht angezeigt, es heißt hier IBIS, das ist einfach noch die alte Bezeichnung, es ist der Vorgänger von der Xetra sozusagen und die TWS benutzt immer noch den alten Code hier. IBIS bedeutet also Xetra. Ihr seht in dieser Auswahlmaske die weltweiten Märkte, Börsenplätze und Währungen. Währungen seht ihr hier unten, wenn ihr ein Wertpapier habt, wie zum Beispiel Apple, das neben der Heimatbörse Nasdaq auch noch Sekundärlistings hat in Euro und anderen Börsenwährungen. Dann würdet ihr hier noch so ein Währungsfenster sehen. Das ist jetzt bei Porsche nicht gegeben. Wir klicken jetzt hier mal auf Smart. Der Smart-Algo sucht für euch zum Zeitpunkt der Orderübermittlung den günstigsten vollelektronischen Börsenplatz aus dem von euch gewählten Währungsraum. Im Schnitt kriegt man immer ein paar Cent günstigere Ausführung, als wenn man den Börsenplatz manuell aussucht. Wir wählen das hier einmal jetzt aus, hinzufügen, okay. So, ihr seht jetzt hier ist Porsche. Ich gehe jetzt hier mal auf Kaufen. Ach, ich hatte hier schon mal so ein Kaufen-Fensterchen. Ich verwerfe das mal so. Wir gehen jetzt hier auf Kaufen und ich möchte gern 200 Stück haben. Normalerweise würden wir jetzt Limitkurs eingeben, weil ich die Ausführung für mein Beispiel jetzt sofort haben möchte, gehe ich hier auf Market. Das machen wir im echten Leben aber bitte nicht. Ich wähle hier einmal Day aus und gehe auf Übermitteln. So, ihr seht das Order-Übermittlungsfenster, da werfen wir ja immer noch mal einen Blick drauf, ob das alles so passt. Und gehe auf Übermitteln. Wir haben jetzt 200 Porsche-Aktien gekauft. Ups. Ganz kleinen Moment. So, er rödelt hier noch rum. Ein paar Sekunden braucht die TWS hier immer. Sobald die Kauforder hier abgeschlossen ist, gehen wir wieder mit der rechten Maustaste einmal auf die Zeile und wählen Schließen. Es öffnet sich jetzt eine Verkaufsorder und wir wählen hier bei Typ einmal den Trail aus. GTC ist in dem Fall schon richtig, weil wir uns ja bei Absicherungsorders immer GTC einstellen anstatt Day, weil uns sonst die Order nach einem Tag wieder rausfliegen würde. Ein Trail hat ja mehrere Funktionen. Ihr könnt einerseits einen initialen Stop festlegen. An sich ist der Trail ja ein dynamischer Stop, der mit nach oben wandert, wenn die Long-Position nach oben geht. Man kann aber auch sagen, am Anfang bin ich sensibler, was meine Verluste angeht. Ich möchte insgesamt zum Beispiel nur 100 Euro verlieren. Wenn wir 200 Stück haben, würde ich sagen, okay, das ist ein Euro unter meinem Einstiegskurs. Das ist das Maximale,
was ich verlieren möchte. Später aber, wenn die Position im Plus ist und weit über meinem Einstieg notiert, bin ich vielleicht nicht mehr so empfindlich und sage, jetzt kann ich auch mit einem Trail von 3, 4 oder 5% leben. Ich bin ja schon in der Gewinnzone und der Trail verbindet das sogar in einer Order. Wir gehen dazu jetzt mal mit Doppelklick hier in das Order-Ticket rein. Hier haben wir das Order-Ticket. Ihr seht hier oben bei Durchschnittskurs, was ihr bezahlt habt für die Aktie. Solltet ihr den Durchschnittskurs hier nicht sehen, könnt ihr euch den hinzufügen, indem ihr hier oben auf dieses kleine Werkzeug geht und bei den Spalten euch hier einmal den Kurs, den Durchschnittskurs raussucht. Dann geht ihr hier auf den Button hinzufügen und dann bekommt ihr den auch angezeigt. So, wir haben ja gesagt, wir möchten maximal 1 Euro pro Aktie verlieren. Das heißt, wir setzen unseren Initialstop entsprechend bei 41,71. Denkt dran, dass hier immer durch Punkt getrennt wird. So, das ist jetzt relativ nah dran. Wenn die Aktie im Gewinn ist, dann fühle ich mich vielleicht auch wohl mit 5%. Schaut euch vielleicht einfach dazu mal die historische Vola an und die Standardabweichung, um einen vernünftigen Trail zu setzen. Nicht, dass ihr morgen gleich wieder ausgestoppt werdet, nur weil da ein kurzer Rücksetzer war. Ihr wollt euch ja auch mal zurücklehnen im Urlaub, dafür ist der Trailing Stop ja da, ne? So, das heißt, ich würde hier jetzt einmal bei Trailing auf Prozent gehen und entsprechend 5 eintragen. Das System wird immer erst auf den oberen Stop zurückgreifen. Warum? Weil unsere Fallhöhe von 42,71 Euro auf 41,71 kleiner ist und weniger wehtut, als wenn wir 5% fallen von 42,71. Und erst wenn der Kurs so weit im Gewinn gestiegen ist, dass der prozentuale Satz uns weniger wehtut als der Rückfall auf die 41,71, dann wird der obere Stopkurs hier obsolet und überschrieben mit dem Trailing-Betrag hier. Wir schlagen also 2 Fliegen mit einer Klappe. Eingangs will ich maximal 200 Euro verlieren. Nachher, wenn ich im Gewinn bin, bin ich wohlwollender. Und wenn wir dann 5% fallen, wenn ich dick im Gewinn bin, dann tut das nicht mehr so weh. Also, wichtig ist, wenn der obere Initialstop zu weit weg liegt, also zu weit unten gewählt wird, ne? Dann, und das sind unter Umständen schon mehr als diese 5%, dann macht das keinen Sinn. Und dann würde das System den oberen Stop streichen und dafür den Trailing schon nehmen. Ne? Also wählt den Stop da nicht zu weit weg. Das muss alles noch ein bisschen Sinn ergeben hier. Bei längerfristigen Orders achten wir wie immer hier auf die Gültigkeitsdauer. Good till cancelled ist schon drin. Und wir schauen uns das Order-Bestätigungsfenster wieder ganz genau an. Oben steht der Order-Typ Trail, der Trailing-Betrag hier, sowie der Initial-Stop-Kurs. Hier unten seht ihr nochmal die Position, 200 Stück. Wenn der Stop gezogen wird, haben wir hier minus 200, also verkauft. Und nach Ausführung sind wir auf 0. Und genau so soll das auch aussehen. Wichtig ist, der Trail hat diese 2 Funktionen. Den initialen Stopp müsst ihr aber nicht nehmen, ne? Also es gibt ja einmal die Möglichkeit Initialstop plus Trail. Es reicht aber auch, wenn ihr das möchtet, nur den Trail zu nehmen. Also der Initialstop ist kein Muss. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns mega über einen Daumen hoch, ein Abo und vielleicht sogar einen Klick auf den Thanks-Button. Und kommentiert auch mal gerne mit mehr als 7 Worten. Das freut den Algo und den kleinen Kanal. In diesem Sinne, happy trading und bis zum nächsten Mal.